So, willkommen zurück zu Final Fantasy VI. Hier ist Master Steve 89 von Ape Supremacy Entertainment. Und wir sind ja im Moment in der ruinierten Welt unterwegs. Jetzt mit Celeste und mit Sabin. Wir sind jetzt wieder zu zweit, glücklicherweise. Und ja, wir suchen halt unsere Gruppe. Damit wir dann früher oder später Kefka in den Bobbes treten können. So, hier ist irgendwo sein komischer Gott-Tower. Ja. Ui. Ich habe irgendwie vergessen, dass es besser ist, wenn ich mit Sabin gar kein, ach, wie heißt es nochmal? Keine Blitztags mehr benutze. Weil Sabin so stärker ist. Ja, doppelt. Sabin ist so crazy. Ich meine, das bei dem macht, dass der 2 Waffen hat. So. Dann gucken wir mal in Albrook nochmal vorbei. Aber hier war ich doch eigentlich schon überall. Ich glaube nicht, dass ich irgendjemanden hier übersehen habe, ehrlich gesagt. Nee, glaube ich nicht. Mal ins Kaffee gucken gehen, aber ansonsten kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass hier irgendwo noch jemand ist. Oh nee, die Zwischensequenz hatten wir letzte Folge schon. Wobei das halt sau cool ist. Muss ich einfach mal wieder sagen. Also Final Fantasy VI ist wirklich ein Spiel, bei dem ich pausenlos eigentlich begeistert bin. Das ist... Gibt's ja nicht so oft. Also normalerweise hat man ja bei Spielen immer sowas, wo man sagt, ah ja, das ist nicht so in Ordnung, das könnte cooler gemacht sein, hier fehlt was und überhaupt. Hier, das ist wieder so eins von diesen Spielen, wo man einfach sagt, da stimmt alles. Die haben keinen Fehler gemacht. Hier fehlt nichts bei dem Spiel. Die Story ist mega interessant, die Charaktere sind super cool. Ich finde auch die Grafik halt für ein Super Nintendo Game eins von den best aussehenden Spielen meiner Meinung nach. Ohne Wenn und Aber. Auch das Gameplay. Das Gameplay ist Bombe. Ich finde zum Beispiel die Kämpfe, vor allen Dingen so, sag ich mal, in Dungeons und bei den Bossen und so weiter. Die Kämpfe sind echt cool, weil man halt viel mehr reagieren muss, als es zum Beispiel bei Final Fantasy VII. Bei Final Fantasy VII ist es ja, also ich habe bei Final Fantasy VII nicht das Gefühl, dass ich Unmengen grinde. Und bis jetzt ist eigentlich nur ein Gegner dabei gewesen, wo ich gedacht, oh shit, den schaffe ich nicht. Und das war diese komische Schlange in der Wüste. Alles andere easy. Und das haben sie bei Final Fantasy VI hier einfach besser gemacht. Die Kämpfe sind meistens recht gut angepasst an den Fortschritt, den man halt hat. Und sind eigentlich auch immer angenehm fordernd. Eins ist immer, wo ich gesagt habe, oha,
Das ist ein bisschen viel jetzt gerade eigentlich. Das war bei der fliegenden Insel. Weil da sind die Gegner auf einmal, haben die einen Riesensprung gemacht. Wobei man auch fairerweise sagen muss, ich hatte da nicht meine beste Gruppe dabei. Meine beste Gruppe hätte nämlich in irgendeiner Form Cyan mit beinhaltet. Den hatte ich aber nicht dabei. Ich hatte eben Celeste wieder dabei, weil Celeste erstens mal sau cool ist. Und zweitens mal, weil sie eben das Magieschild kann. Und das Magieschild ist halt mega nett. Oh Gott, ey, jetzt wollen sie es aber wissen hier. Komm, wir hauen mal ein bisschen Magic raus. Ja, wir brauchen gar keine Magic rauszuhauen. Apropos Magic raushauen. Ich hab doch bestimmt die ganzen Esper noch. Ja, geil, die sind jetzt sogar alle frei. Cool. Das, ja, ich glaube, den brauchst du, weil Remedy zum Beispiel ist, glaube ich, das Heilen von allen Statusveränderungen. Und das ist natürlich mega nützlich. So. Und zum Beispiel manche wie Showed, glaube ich, die konnte ich gar nicht vergeben. Vanish wäre halt auch noch sowas. Ja, ich glaube. Ja. Carbuncle. Da oben ist diese Brücke, genau. Vielleicht müssen wir ja hier lang. Also ich weiß es halt im Moment gerade echt nicht wirklich, wo ich hin muss. Wobei das ja wirklich jetzt ausnahmsweise mal vom Design her so gewollt ist. Also habe ich damit im Moment auch nicht so das riesige Problem. Wie zum Beispiel bei Final Fantasy VII halt. Ich öfters mal einfach nicht checke, wo ich hin will. Ich meine, hier macht das einfach... Oh, Celeste Level Up, geilo. Hier macht das halt einfach total Sinn. Weil die Welt ist am Arsch. Alle sind komplett zerstreut worden. Und wir wissen halt einfach nicht, wo die sind. Oder wo die sein könnten. So, ergo, klar, laufen wir halt alles ab und gucken, wo sie sind. Außerdem die Musik hier in der Overworld jetzt, die finde ich so... Die ist so göttlich. Hat so ein bisschen was Hitchcock-mäßiges irgendwie. Bei Psycho die Musik. Und das ist natürlich ziemlich cool. Musik, die trieft einfach nur so mit Hoffnungslosigkeit und ja, alles ist kaputt, alles ist zerstört, auch wie die Welt halt aussieht, da ist alles verbrannt, nur noch Gerümpel und es ist überragend. Das ist so ein cooles, also das war ein Plot-Twist, den siehst du einfach nicht kommen. Moblins. Oh! Oh, aber 2. Where? Someone's coming! Hallo, Hundis. Okay. Hier ist ja offensichtlich irgendwas. Was für eine Stadt war Moblins denn nochmal? Welche war das? Was haben wir hier nochmal gemacht? Das ist so das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen kritisieren würde bei Final Fantasy VI. Also ich habe da jetzt nicht so die großartige Erinnerung von den einzelnen Städten. You're gonna have to fight your way in here, chums. Wait.
Okay. Das war meine Reaktion. Da kommt der Text. Mama, are these your friends? Mama? What? Oh, I'm so glad to see that you're safe. I've missed you. Tara, come on, let's go. Unless you stop Kefka, all's lost. What? Our papas and mamas are gone. I said Duan kissing Katrin. And Katrin are the oldest ones here. Oh man, Terra nimmt Refugees auf, huh? That is, I can't fight any longer. The very day the world fell, Kefka turned some kind of beam on this town. Almost all of the adults perished trying to save their children. Oh, cutscene! Yes! It's heading this way! Protect the kids! No sound. Geilo. Oh no. Oh. Terrible. Papa! Mama! Oh, this is terrible. Ah, Terra's theme Variante B. There were only children here. The moment I arrived, I felt needed. Ja, Mann! Terra! Gut Mensch! You can't take Terra away. Duane, please excuse him. It's just that if Terra goes, she takes with her the very spirit of our survival. Ja, Mann, Terra, bleib hier, ist okay. Wir machen das. I don't know why these kids need me, but they've made me feel things I've never felt before. Ah, yeah, you said that. The moment I sensed this, I lost my will to fight. I can honestly say I don't know what's going on inside of me. And the more I try to understand it, the less inclined I am to fight. It's okay, Terra. I still like you. Yep. Terra's helped us all to survive. Ever since she's been here, we felt hopeful for the future. Yeah, but that's a lie, actually. Das hier hilft euch nicht. The light took everyone. Everyone. And this is harsh. You're not gonna take Terra away, are you? Nah, it's okay. Ist okay. Ihr dürft Terra behalten. Ja. Ja, es ist natürlich Crap jetzt. Ich glaube auch nicht, dass das so bleibt, ehrlich gesagt. Aber wenn es so bleiben würde, ich würde applaudieren für die Entwickler, dass sie sagen, nee, die ist halt jetzt an einem anderen Ort in ihrem Leben und sagt, nee, ich kann nicht mehr kämpfen. Das wäre völlig okay. Hey, Bron, Punbaba's coming. What? Punbaba kommt? Nein! Whoever that is. Oh, ich hätte besser... Oh, guck mal, wie sie da steht. Punbaba is an ancient demon who was released when the world was undone. Danke für die Exposition, Terra. Oh. 0. Fire? Okay, dann kann ich gar nichts machen im Moment. Annihilated. Aber es geht weiter.
Silas! Terra, wake up! Uh-oh, here it comes. So, save it, baby! Jetzt geht's ja an den Sack, Junge. Jetzt geht's ja an den Sack. Terra Baby ist jetzt nämlich wieder da. Celeste Baby. Und Saban Dude. Oh. Oh, ganz falsch. Oh, fuck, ich hab die falsche Waffe mit ihr draußen. Alter, wo ist denn Cure? Ha! I've really lost it. My fighting edge. Ja, oh, so erklärt ihr das also. Okay. Mama, are you okay? I'm staying here. As you can see, I can't be of any help to you. And besides, the children really need me. But Terra! Maybe after a little more time passes, I need to understand what's happening to me. Okay. I'm staying, the children need me. I'll have you if something happens. Achso, I'll have you if something happens to Mama. Ja, Junge, wenn die nicht mehr so schlecht im Kämpfen wäre. Thanks for scaring Funpava away. In his haste, he dropped this. Here. Fenrir! Fenrir ist der, in der nordischen Mythologie, der Wolf, der die Erde frisst. Die Sonne frisst. Während des Ragnaroks. Geilo! So. Und Celeste soll jetzt endlich mal Cure 2 lernen, ey. Kann ja wohl nicht angehen. Hab ich der Seraphim lernt Cure 2, ja, genau. So. Was kann denn Fenrir? Oh, Alter, ich hab da welche vergessen. Oder einfach übersehen oder wie auch immer man... Wow. Was ist denn X-Zone? Geilo. Alter, die hat so viel Mana mittlerweile, ey. 340. Celeste, du bist einfach nur Gott. Celeste! Ich finde das so cool, was sie hier gerade machen. Dass halt nicht einfach alle wieder sagen, yay, los, kämpfen, kämpfen. Sondern dass Terra jetzt zum Beispiel sagt, ne, Welt ist anders. Kämpfen ist jetzt irgendwie nicht mehr so cool, weil ich habe was Besseres gefunden, was mir mehr gibt. Das ist geil. Gleichzeitig aber andere, wie zum Beispiel Saban und Celeste, jetzt sagen, scheißegal, Welt ist zwar kaputt, aber wir machen weiter. Wir hören nicht auf. Und dann, wenn die Scheiße rum ist, dann können wir wieder aufbauen. Tja. Dann können wir aber mit Terra wohl hier nichts mehr machen. Erste Mal. Gamsaf. Celeste ist mittlerweile dasselbe Level wie Saban. Das ist so crazy. Da würde ich mal sagen, machen wir uns auf den Weg zu dem nächsten. Oh, ne. So. Mir langt's. So nett, Freund. What? What? Alter. Wieso hat die denn 0? Was geht hier ab gerade? Das check ich irgendwie gerade nicht so hundertprozentig. Kill das Ding! Boah!
Celeste, bist du nicht normal? Oh, fuck. Well, fuck. Das sieht nicht gut aus. Nein! Bist du denn crazy, Alte? Jetzt langt's aber hier. Ah! Oh shit, ich verliere. Ja, fuck, was mache ich denn jetzt? Ja, komm. Ja, Alter. Ja, so ein Shit. Kann die Celeste vielleicht mal umfallen? Das wäre echt ziemlich geil, ehrlich gesagt. Boah, ich weiß auch nicht, was... Echo Screen ist es nicht. Also ich weiß, Remedy macht mehr oder weniger alles weg. Von da machen wir jetzt mal Remedy. So. Jetzt hört's auf nämlich. Wow, 1300. Das sind aber auch gerade echt Bastarde gewesen. Lecco mio. Hattest du live? Ja, natürlich hat er... Wie? Bullshit. Ja, was ist denn das jetzt? Ist die Zombie? Die ist Zombie gewesen. Ah. Ah. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zu der anderen Stadt da noch. Und hoffen, dass wir da irgendwas Cooleres finden noch. Ja, Mann, Konter. Oh, Token! $510, ey. Ja, ohne den anderen Sinn ist die Gruppe gar nicht so schlimm, aber diese Imps, das ist schon fies, was die machen. Okay, die hatten wir ja auch schon. Konter. Ende. Sabin ist so mega. Schwupp. Ja, und gewonnen. Und noch einmal. Bam. Sabin. Ganz ehrlich, also ich bin zwar kein Fan von Remakes und so einem Kram, aber wenn doch ein Final Fantasy geremaked wird, warum muss es unbedingt 7 sein? Warum nicht hier das zum Beispiel? Weil, ey, jetzt mal ohne Spaß, jetzt stellt euch hier das mal in Ultra HD Grafik und was weiß ich was vor. Ich meine, das Spiel hier braucht das nicht. Das hat so komplett seinen Charme halt mit den Sprites und allem. Und trotzdem, das hier als PS4 Remaster, leck mich am Besen, wäre das geil. Wobei, gute Games brauchen so eine Scheiße natürlich nicht. Gute Games sind nämlich zeitlos. Da ist es völlig egal, wann man die einlegt. Wenn man sie einlegt, sagt man, boah. So, und bei 7 muss ich halt leider sagen, das hat so... Das ist halt so eckig. Das ist so eckig an manchen Stellen. Weil man bewegt sich ja in der 3D-Welt von Final Fantasy VII, so ist zumindest mal mein Gefühl, immer noch nach demselben Grid wie bei hier dem. Also mit 4 Richtungen letztlich. Ah, Cure 2 gelernt, jawohl.
Und das verträgt sich halt überhaupt nicht mit einer 3D-Welt. Das verträgt sich überhaupt nicht. Und das macht das Spiel so unglaublich eckig. Und ich finde generell ist es schon so, dass man die 2D-Titel, wie jetzt hier halt Final Fantasy VI oder auch Super Metroid von mir aus für den Super Nintendo, die ganzen Super Nintendo Games oder 2D-Games, auch NES-Spiele, wie zum Beispiel Super Mario 3. Mario Bros. 3 ist immer noch mega geil. Oder was weiß ich, Castlevania 4 und wie auch immer. Die ganzen Super Nintendo Games, die damals cool waren, die legst du heute ein, die sind immer noch cool. Aber leg heute mal eins von den Nintendo 64 Spielen oder von den frühen PlayStation Spielen ein, die damals sau cool waren, weil sie halt 3D und Grafik und leg die heute mal ein, die sehen aus wie Scheiße, die spielen sich wie Scheiße und die halten einfach nicht mehr dem Test der Zeit stand. So schade das auch ist. Es gibt nur ganz wenige, die immer noch cool sind von den frühen 3D-Games auf den Konsolen. Also Mario 64 ist immer noch geil. Zelda ist immer geil. Metal Gear Solid 1 wegen der Story. Also Metal Gear Solid 1 ist halt auch viel deswegen immer noch so geil, weil man halt relativ wenig spielt, wenn wir mal ehrlich sind. Man läuft ja nur 2 Korridore, sag ich mal, und dann Zwischensequenz, Bossfight, geile Konversation, ab zum nächsten. So, und deswegen finde ich halt Metal Gear Solid zum Beispiel funktioniert immer noch. Auch wenn natürlich die Optik und das alles scheiße ist bei dem Spiel, aber das funktioniert immer noch. Aber jetzt zum Beispiel, wie gesagt, Final Fantasy VII, das ist gerade so rausgekommen, wo 3D so langsam angefangen hat. Und das merkst du einfach, dass die Technik dafür nicht perfektioniert ist. Und das ist ein Problem. Deswegen spielt es sich teilweise halt echt einfach nicht so cool. Wie zum Beispiel hier das. Das hier ist schön klassisch gehalten, da gibt es keine Missverständnisse und man verläuft sich nicht in der Welt, weil man nicht sieht, wo man hin muss, weil alles diese Overview-Ansicht ist und so weiter. Es hat einfach viel weniger Fallen, die dem Spiel einfach negativ ausgelegt werden können. Die gibt's bei hier dem Spiel eigentlich nicht. Das funktioniert einfach. Während die neuen 3D-Games, die älteren 3D-Games, die funktionieren teilweise einfach nicht mehr so, wie man sie erwarten würde. Und wie man es heutzutage halt auch leider gewöhnt ist. Oh, der muss schnell sterben jetzt, bitte. Oh, ein Glück, dass er sich selber angreift. Okay, der war das mit Energy Sap. Das ist halt, finde ich, so ein bisschen das Problem bei den klassischen Games von PlayStation 1 und auch Nintendo 64. Dass sie zwar von der Welt in 3D so aussehen wie Games von heute, aber halt sich ganz anders spielen und sich dadurch auch ein bisschen komisch anfühlen. Wie dem auch sei, wir sind jetzt am Ende der Folge angekommen, ich speichere noch gerade und dann sehen wir uns morgen mit der letzten Folge Final Fantasy VI für die Woche. Also bis dann, ciao, ciao.